Schönen guten Tag, mein Name ist Tim Stender. Ich bin der zuständige Vertriebler im Hause Fenjakob für unser neues Einstiegsmodell in die automatische Lackierung. Es handelt sich dabei um die Fanspray One. Wir befinden uns hier in unserem hauseigenen Technikum. An dieser Stelle haben wir die Möglichkeit, auf unseren Anlagen mit ihren Teilen und ihren Lackmaterialien Versuche zu fahren, um so herauszufinden, ob wir das leisten können, was Sie sich erhoffen. Im Folgenden möchte ich die technischen Eckdaten und ein paar Features der Anlage vorstellen und dazu gehen wir jetzt mal rüber an die Anlage. Wir haben bei der Fanspray One an einigen Stellen ganz bewusst auf existierende Baugruppen zurückgegriffen. Dies hat den Vorteil, dass wir uns auf bewährte Technik verlassen können und darüber hinaus preislich sehr attraktiv anbieten können. Die Maschine ist als Plug-and-Play-Lösung konzeptioniert. Deswegen haben wir den Schaltschrank auf der Rückseite voll integriert, sodass die Maschine nach Anschluss der Medien, Spannung, Abluft, Druckluft und nach einer kurzen Inbetriebnahme der Farbversorgung mit dem Prozess starten kann. Die Basiskomponenten der Anlage sind ein Transport, eine Zuluftdecke mit optionaler Ventilation, eine Absaugung mit dreistufiger Filterung sowie die Farbversorgung. Bei dem Transport handelt es sich um ein Gurttransportband, über das ein Papierband gespannt wird. Das Papierband nimmt das Lackoverspray auf, welches so entsorgt werden kann. Bei der Zuluftdecke handelt es sich um eine Filterkassette oberhalb der Arbeitsfläche. Die optionalen Ventilatoren können bis zu 7000 Kubikmeter kontinuierlich in die Anlage hineinströmen lassen, welche dann über die Absaugung mit dreistufiger Filterung zu 100% über Dach abgeführt wird. Der altbewährte Linearantrieb ist mit einem Pistolenschnellwechselbaum gekoppelt, an dem bis zu 4 Pistolen montiert werden können. Einlaufseitig der Anlage befindet sich eine Sensorleiste, welche sowohl die Position als auch die Größe des Teiles registriert, sodass die Anlage nicht immer die komplette Arbeitsbreite von 1300 mm beschichtet, sondern lediglich den Teil, wo sich das Werkstück befindet. Natürlich mit entsprechender Überspritzbreite, damit auch die Kanten beschichtet werden. Die Farbversorgung ist optional und kann bei Bedarf auch von Ihrem hauseigenen Lieferanten beigestellt werden. Wenn Sie die von uns beziehen, bekommen Sie eine Pumpe mit Kleinstmengenbehälter, das Fenjakob Spülventil sowie den Pistolenwechselbaum mit 4 Pistolen. Hier vorne haben wir 2 Drehregler für den Materialdruck und den Zerstäuberdruck. Dann einen kleinen Schalter für das Licht in der Anlage und einen Taster für den manuellen Betrieb der Pistole. Und natürlich unser 15 Zoll Touch-Display, worüber alle relevanten Prozessparameter eingestellt und überwacht werden können. Und natürlich der obligatorische Notaus. An der Farbversorgung haben wir das altbewährte Fenjakob Spülventil. Hier kann mit wenigen Hebeleinstellungen die Ringleitung gespült werden und so der Farbwechsel initiiert werden. Kommen wir nun noch zum Einlauf der Anlage, wo ich Ihnen ein paar weitere Details zeigen würde. Hier am Einlauf der Anlage zeige ich Ihnen, wie wir Zugang zu der Papierrolle bzw. den Bereich hier unter der Einlaufrollenbahn bekommen. Dazu können wir diese gefedert gelagerten Rollen hochklappen, inklusive der Teilerkennung, und haben so einen sehr schönen Zugang zu dem Bereich hier unten. So können wir das Papierband herausfädeln und können dann den Wagen aus der Maschine herausfahren. Dazu darf natürlich die Farbversorgung nicht da stehen, wo sie jetzt steht. Das haben wir nur für den Videodreh so gemacht. Die Farbversorgung kann frei um den Einlauf bzw. die Bedienseite der Anlage positioniert werden in einem Radius von ca. 8 Metern. Wenn man dann den Wagen dieses Papierbandes hier rausgefahren hat, kann man den ganz komfortabel wechseln und kann so die neue Papierrolle einfügen. Ähnliches wie für die Farbversorgung gilt auch für die Abluft. Auch dieser Ventilator muss nicht da stehen, wo er hier steht, sondern kann relativ frei gegenüber der Bedienseite der Anlage positioniert werden. So können wir uns mit der Medienversorgung ganz Ihren örtlichen Gegebenheiten anpassen. Wie Sie sehen, handelt es sich bei der Fanspray One um zuverlässige, leicht zu bedienende Technik made in Germany. Wir sind mit den verschiedenen optionalen Ausstattungsvarianten in der Lage, auf Ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen. Wenn Sie also ein Betrieb sind, der auf der Schwelle zur automatisierten Lackierung steht und sowohl Personalkosten als auch Zeit sparen möchte und darüber hinaus noch reproduzierbare Ergebnisse liefern möchte, ist die Fanspray One von Fenjakob Ihr Produkt.